unbeschwert und mit einer schier unglaublichen Leichtigkeit faltet mein Zeltnachbar sein Zuhause. Nebenan turnen die fahrradreisenden Kinder auf der Wiese, als hätten sie sich 2 Wochen in einem Hotel ausgerastet. Ich bin in Frankreich, in Angers. Ein wenig neugierig nähere ich mich der Familie und eröffne das Gespräch. So this is the movie cam. Gestern Abend habe ich diese nette Familie kennengelernt. Sie sind eine Woche mit den Kindern unterwegs. Aufgeregt erzählt sie mir, dass sie sich Gedanken macht, ob es am Bahnhof Aufzüge gibt und ob es ihnen gelingt, rechtzeitig den richtigen Bahnsteig zu finden. I'm very pleased to meet you in person. Der Junge schenkt mir zum Abschied ein paar Körner, die er selbst gelesen hat. Goodbye. Mit 15 km/h durch Europa. Unmittelbar nachdem die Familie aus England abgereist ist, verabschieden sich auch 2 weitere Nachbarn. Es sind Laurent und Sophie. Während ich überlege, was ich zuerst tun möchte, fällt mir ein, dass ich gestern Abend 2 äußerst ungewöhnliche Motorräder entdeckt habe. And where do you travel with this machines? Where? From England? Yes. Die freundliche Motorradlenkerin erzählt, dass sie aus England kommen und über Südfrankreich bis nach Angers gefahren sind. Über 2000 Meilen waren sie unterwegs. Das sind ungefähr 3200 Kilometer. Jetzt geht es zur Küste und dann mit der Fähre zurück in die Heimat. Nur einen kleinen Moment lang dachte ich daran, das Fahrrad gegen eines der Motorräder zu tauschen. Dann nutze ich das schöne Wetter, um das Fahrrad, den Anhänger und das Zelt zu reinigen. Die verformbare Trinkflasche und ein Lappen sind dafür bestens geeignet. Ob ich das als Reinigungskraft auch bin? Sobald alles sauber ist, hänge ich den Anhänger an. Dazu ziehe ich die Griffe zurück, hebe das Gestell an und lasse die Stangen einrasten. Als nächstes räume ich das Zelt und kleide mich um. Inmitten meines Tatendranges stemmt sich ein unnachahmlicher Sound gegen den Himmel. Es ist der unverkennbare Klang der Motorräder aus den 1950er Jahren. Die Plane und das Zelt werden zum Trocknen ausgebreitet. Dann lasse ich der selbst aufblasbaren Matratze die Luft aus. Im getrockneten Zustand lege ich das Zelt zusammen. Jetzt kommt die Plane dran, die ich immer unter dem Zeltboden auflege. Letztendlich ist der Großteil der Sachen verstaut. Ein Blick auf das Handy verrät, dass es Mittag ist. Ich bin bereit zur Abreise. In dem Moment, als ich die Brücke überquere, dringt Musik an meine Ohren. Ich halte an und bemerke, dass die melancholischen Töne aus den Lautsprechern kommen, die am Telegrafenmasten befestigt sind. 30 Minuten nach 12 Uhr. Es wird Zeit, ein paar Dinge einzukaufen. Ein paar Minuten später entdecke ich einen Supermarkt. Ja, also ich bin jetzt hier vor einem Supermarkt, weil ich brauche noch etwas zum Essen. Morgen ist Sonntag, das wird einigermaßen gut ausgestattet sein. Und außerdem ist es gut, noch 2 Handtücher dabei zu haben, habe ich festgestellt, Geschirrtuch. Gerhard. Und,
Im Jahr 2018 haben in Frankreich die Supermärkte auch an Sonntagen geöffnet. Schon beim Eingang verbreitet die riesige Menschenmenge eine außergewöhnliche Hektik. Und weil ich die französische Sprache nicht beherrsche, bin ich von der Interpretation der Symbole abhängig. Nachdem der Einkauf erledigt ist, stelle ich mit Freude fest, dass alles noch da ist. Jetzt brauche ich nur noch einen ruhigen Rastplatz. Nanu, wo ist die Brücke? So sehr ich mich auch anstrenge, ich sehe nirgendwo einen Steg. Doch plötzlich, während ich noch gedanklich das Thema abschließe, rasseln die Ketten und die Fähre legt los. Es vergehen Minuten. Allmählich glaube ich, eine Frau zu erkennen. Als ich sie frage, ob es in der Nähe keine Brücke gibt, meint sie etwas ironisch, dass diese Fahrt mehr Spaß bereitet. Jetzt merken wir, dass wir uns auch Deutsch verständigen können. Je näher sie zum Ufer kommt, umso aufwendiger stellt sich die Situation dar. Ob ich ihr helfen soll? Woher sind Sie? Ich bin aus Holland. Ich komme aus Österreich. Oh, wie schön. Super. Hut ab. Also ich traue mir das nicht zu. Haben Sie das auch gemacht? Nein, noch nicht. Ich werde den Bach mit Hilfe der Brücke überqueren. Wohin geht die Reise? Immer entlang der Loire. Wir plaudern noch ein wenig. Dann trennen sich die Wege. War mir jetzt unsicher, ob dann der Radweg wirklich auf der anderen Seite weitergeht oder nicht. Und somit habe ich diese Variante gewählt. Das Schöne bei so Radtouren ist, dass man, je länger man unterwegs ist, sich immer mehr von den sogenannten zivilisierten Werten verabschiedet. Sprich, Mittagessen gehen, wenn es 11:30 oder 12 Uhr ist. Ja, es ist jetzt 15 Uhr, ich habe gefrühstückt und etwas später einen Apfel gegessen und das war's. Also bis jetzt überhaupt nichts. Erst allmählich kommt das Hungergefühl und beim nächsten schönen Plätzchen werde ich einfach stoppen, verweilen, mich entspannen und auch etwas essen. Ein wunderschöner Samstagnachmittag hier in Frankreich. Hallo. Hallo, der Österreicher. Wir haben wir ja schon oft getroffen unterwegs. Wir haben uns öfters Sie getroffen. waren auf der anderen Seite von der Fähre, von der Handfähre, ne? Richtig. Die Französin macht ordentlich Tempo. Um im Windschatten zu fahren, müsste ich noch dichter ran. Doch irgendwann verliere ich sie aus den Augen. Naja, wer weiß, wozu das gut ist. Vielleicht wäre ich ihr dann blind gefolgt und irgendwo im Nirvana gelandet. Mittlerweile ist es 15:30 Uhr. Ich habe einen mordsgroßen Hunger. Bis nach Saumur sind es noch 38 Kilometer. Dort gibt es einen Campingplatz, steht im Bike-Line-Radtourenbuch.
fahre weiter und halte alsbald erneut an. Denn ein Schild und eine Schar von Männern, die hinter einer Mauer munter miteinander plaudern, machen mich neugierig. Descendez, vous voir. La boule de fort. La boule de fort. Venez voir, venez voir. Ah, no, I've time. Some more, muss gehen. 2 Minuten, 2 Minuten. Muss ich reingehen? Ich glaube, sie wollen mir die Räume zeigen. Mit großem Interesse folge ich ihnen. Oh, wow. Boule, so heißt die Kugel auf Französisch. Bei diesem Spiel scheint es darum zu gehen, die häufig bis zu 700 Gramm schweren Kugeln so nah wie möglich an eine kleine Zielkugel zu bringen. Gedanklich frage ich mich, ob Sie das in Österreich so beliebte Spiel mit den Kegeln kennen. Nach dieser wunderbaren Vorführung signalisiert das Hungergefühl eine Rast abzuhalten. Kaum habe ich den Gedanken zu Ende gesponnen, sehe ich auch schon einen Tisch mit einer Sitzgelegenheit. Ich packe die trockenen Kleidungsstücke in die Tasche und zaubere das Essen auf den Tisch. Mit frischer Energie und lodernder Neugier folge ich wieder dem Eurovelo 6 Radweg. Bei Saint-Martin, Saint-Loire. Ein Blick auf die Landkarte erfüllt mich mit Stolz. Denn ab jetzt kommt die zweite von 6 Landkarten, die den Radweg entlang der Loire zeigt, zum Einsatz. Tacho zeigt also 31,5 Grad Celsius an in der Sonne. Garmin zeigt, dass der Radweg über eine Brücke führt. Na, hoffentlich stimmt das. Es ist 17:30 Uhr. Und ich freue mich riesig, als ich meiner Freundin, Delvare, wieder begegne. Innerhalb der Ortschaft Saint-Mathurin, noch vor der Brücke, führt ein Pfad direkt zum Wasser. Breit und mächtig, gleichzeitig immens viel Ruhe ausstrahlend, so präsentiert sich der auf weiten Flächen naturbelassene Fluss. Einfach nur schön, wie sie sich in ihrem Bett regelt, meine Freundin. Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sie zu berühren. Das wird ja interessant. Fühlt sich richtig gut an. Nach der erfrischenden Abkühlung schalte ich ab und bade mich im Flutlicht der Sonnenstrahlen. Selbst das herannahende Geräusch eines Motorbootes lockt mich nur kurz aus der Tagträumerei. Es sind die Neugierde und das herrliche Gefühl, die mich ermuntern, die Fahrt fortzusetzen. Ich liebe es im Abendwind bei Sonnenuntergang mit dem Fahrrad zu fahren. Die endlos scheinende Brücke und das langsam dahinfließende Wasser unter mir lassen mich die Umwelt vergessen und erinnern mich daran, dass ich immer noch das Buch von Bernhard Möstl im Anhänger mitführe. Und ich erinnere mich an das Kapitel, das Prinzip des Nicht-Besitzen-Wollens. Worum geht es dabei? Geht es darum, bewusst auf etwas zu verzichten? Oder geht es um die Denkweise, überhaupt etwas besitzen zu können? Wie viele negative Gefühle entstehen durch die Angst, nicht genug zu haben und zu bekommen. Die Erkenntnis daraus ist wohl, je weniger man besitzt, umso weniger muss man sich fürchten, etwas zu verlieren. Merci.
Merci beaucoup. An einer Lichtung bremse ich ab, folge dem Prinzip der Achtsamkeit und bestaune eine Kirche. Gute Frage, nicht? Bonjour. Nochmals zum Thema nicht besitzen wollen. Stellen Sie sich vor, Sie müssen infolge eines Feuers in 2 Minuten die Wohnung verlassen. Was würden Sie mitnehmen? Was sind die wichtigsten Dinge? Bernhard Möstl schreibt, das 4. Shaolin-Prinzip lehrt uns, dass die Gier uns verletzbar, berechenbar und erpressbar macht. Wer seine Begierde nicht unter Kontrolle hat, gibt anderen Menschen Macht über sich und über die eigenen Gefühle. Seit 3 Wochen lerne ich nach dem Prinzip, im Moment, zu leben. Und so kommt es, dass ich immer seltener auf die Uhr sehe. Ich nehme mir Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Und dazu gehört im Moment auch die Landschaft von oben zu betrachten. An der Reling liegen Ruderboote, Zillen und Hausboote vor Anker. Neugierig halte ich an. Mehrere Seile, die sich von den Booten zu den Pflöcken spannen, sorgen dafür, dass sie nicht abtreiben. Auf einem Hausboot steht ein Mann und hält eine Angel in die Höhe. Er dreht sich um. Unsere Blicke kreuzen sich. Seine Hand schiebt sich über die Augenbrauen, um das Gegenlicht der Sonne zu verwerfen. Es dauert nicht lange, dann wirft er den mächtigen Außenbordmotor an und braust zur Mitte des Flussbettes, wo die harten Wellen, gebrochen durch den Bug des Schiffes, auseinanderdriften. Als ich, mittlerweile schon ordentlich müde, den Ort verlasse, entdecke ich eine breite Wiese am Rand eines Waldes. Jetzt ist die Frage, soll ich das Zelt aufschlagen? Bis zum nächsten Campingplatz sind es 5 Kilometer. Was ist der Unterschied, ob ich hier oder am Campingplatz übernachte? Was war denn davor? Okay, Strom hätte ich, aber den habe ich im Moment auch ausreichend. Für alle Geräte. Wasser habe ich mit. Nahrung habe ich mit. Ich könnte genauso heute wild campen. Schließlich entscheide ich mich, ohne über mögliche Konsequenzen nachzudenken, für das Campen in der Natur. Da ich mich auf die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer nicht verlasse, habe ich das Zelt weit weg vom Straßenrand aufgebaut. Also besser hätte es meiner Meinung nach gar nicht erwischen können. Ich habe mir einen Platz ausgesucht, neben der Loire. Das sind etliche Tische. Es gibt hier sogar ein WC und
Erstaunlich. Ja. Ja, genau. Fließendes Wasser. Herrlich ruhig hier. Vogelgezwitscher. Es ist 20:20 Uhr und ich genieße das Abendessen. Etwas später erfreue ich mich an der sommerlichen Abendstimmung und lasse den Tag Revue passieren. Ich bin mit meinen Tagebuchaufzeichnungen derart vertieft, dass ich gar nicht merke, wie sich ein Radfahrer heranpirscht und weit entfernt von meiner Unterkunft stillschweigend sein Zelt aufstellt. Von der Ferne wirkt sein Verhalten sehr freundlich, und so fasse ich Mut und lade ihn auf ein Gläschen Wein ein. Ich kenne Deutschland immer nur von der Durchreise her. Was, wie machst du das im Winter? Im Winter radelst du auch, oder wie? Ja, im Winter radel ich aber auf Kreta. Oder im Mittelmeer. Konstantia. Ja. Und dann mache ich nach der Grenze von Kroatien, glaube ich. Meinst du jetzt Konstanza, Schwarzes Meer? Ja, ja. Ja, das meinst du. Ja. War ich vor 2 Jahren. Toll. Im Kajak. Das ganze Schwarze Meer bis zum Bosporus. Bosporus, Dardanellen, Marmarameer. Komplett, dann die ganze Ägäis entlang. Und dann bis zu meinem Standort in Griechenland. Auf der Westküste. Wahnsinn. Von Nordgriechenland. Da habe ich mein Schiff liegen. Und das ganze Route war 6.500 Kilometer mit dem Kajak. Und Seepocken und allen Kram. Ich habe ausgesehen wie so ein blutendes Schweinchen. Die ganzen Beine kaputt. Wahnsinn. Weil ich das Kajak voll Wasser rausziehen musste über die Steine. Und da bin ich da auf den Steinen rumgelaufen und habe meine Sachen gesucht. Von denen, was in den Säcken oben drauf oder im Boot, was wasserdicht verpackt war, noch zu finden war. Aber meine Tasche und meine Papiere und alles und Geld, alles war weg. Alles war futsch. Ich habe keine Papiere mehr, ich brauche einen vorläufigen Personalausweis aus Bukarest von der deutschen Botschaft, damit ich überhaupt aus diesem Land rauskomme hier. Ich dachte, ja, ist alles kein Problem, zuerst gehen wir mal zur Polizei. Ich muss mir dann immer wieder anhören, du hast kein Haus, du lebst im Zelt, du lebst im Segelboot. Was passiert, wenn? Ich sag, Willst du wissen, was am nächsten Reisetag passiert? Und interessiert dich, was es auf den Radwegen Neues gibt? Dann klicke rechts unten auf das Gesicht mit dem Fahrradhelm und abonniere den Kanal. Das Abonnement ist kostenlos und jederzeit sofort stornierbar.